Deutschland im 21. Jahrhundert. Ein Land im Herzen Europas, zwischen Alpen und der See. Woher kommt das Land, in dem wir heute leben? Geschichte im Zeitraffer. Wir haben bereits ein Video Deutschland Antike produziert. Dieser erste Teil der Serie ist oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Mitte des 5. Jahrhunderts zieht das Volk der Franken nach Süden. Ihr Auftreten kann als Beginn der eigentlichen deutschen Geschichte gesehen werden. Der Frankenkönig Chlodwig I. besiegt 507 die Westgoten und begründet das Frankenreich. Nach seinem Tod wird das Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt. Das Reich wird wiederholt vereint und geteilt. Im 8. Jahrhundert übernehmen die Karolinger unter Karl Martell und seinem Sohn Pippin die Macht im Frankenreich. Schon Pippin geht eine Allianz mit der Kirche ein. Pippins Sohn, Karl der Große, wird 771 alleiniger König. Nach seiner Königskrönung eint Karl der Große die Stämme Germaniens. Er führt gewaltsam das Christentum überall in seinem Reich ein und besiegt die Araber im Emirat Cordoba, dem heutigen Spanien. Er weitet das Reich bis an die Elbe, die Pyrenäen und nach Rom aus. Karl verbündet sich mit dem Papst und wird im Jahr 800 Kaiser. Damit knüpft er an die Tradition des Römischen Reichs an. In seiner Aachener Königspfalz werden alle Könige im Römischen Reich deutscher Nation bis 1531 gekrönt. Die Kaiserkrönung durch den Papst wird über 1000 Jahre bestehen. Karl der Große oder Charlemagne ist der Gründungsvater Deutschlands und Frankreichs. Ihm verdanken wir auch den arbeitsfreien Sonntag. Im Jahr 843 spaltet sich das Frankenreich auf. Der westliche Teil wird zu Frankreich und der östliche zum Römischen Reich deutscher Nation werden. Das mittlere Reich, Lotharingien, das hier auf der Karte zu sehen ist, besteht nur kurze Zeit. Es wird bis ins 20. Jahrhundert zwischen Deutschland und Frankreich umstritten sein. Ludwig IV., benannt als das Kind, wird im Jahr 900 im Alter von 6 Jahren zum König im Ostfrankenreich, dem östlichen Teil. Er ist wohl kränklich, weshalb die Fürsten und Bischöfe zunehmend die Macht übernehmen. 911 stirbt Ludwig im Alter von 18 Jahren. Er hat keinen Erben und daher wird ein Fürst, Konrad I., zum König gewählt. Von nun an wird das Reich bis zu dessen Auflösung eine Wahlmonarchie sein. Das bedeutet, der König wird durch mächtige Fürsten gewählt. 936 wird Otto der Große König. Zu dieser Zeit fallen die Ungarn, ein Reitervolk, immer wieder ins Reich ein, um zu plündern. 955 besiegt sie Otto auf dem Lechfeld bei Augsburg. Dieser Sieg gilt heute als Geburtsstunde der Deutschen. Die Deutschen eint vor allem ihre gemeinsame Sprache. Otto festigt die Reichsgrenzen und trennt Österreich vom Herzogtum Bayern ab. 962 wird Otto der Große in Rom zum Kaiser gekrönt. Die vergleichsweise guten Herrscher im Mittelalter bleiben oft unerwähnt, weil ihre Herrschaftszeit weniger spektakulär ist. Ein Beispiel ist Heinrich III., der ab 1039 als König regiert und weniger bekannt ist. Ständig bekämpfen sich die Adligen im Reich in kleinen Fehden. Heinrich bekämpft den Unfrieden im Reich durch die Einführung des Gottesfriedens. Der Gottesfriede verbietet an bestimmten Tagen im Jahr Konflikte. Warum kein generelles Verbot? Daran hätte sich wahrscheinlich niemand gehalten. Schon Otto der Große beginnt Bischöfe zu Fürsten zu machen. Weil für die Bischöfe das Zölibat gilt, können sie keinen legitimen Erben zeugen. Dadurch fallen die an die Bischöfe vergebenen Gebiete immer wieder an den König zurück. Allerdings gewinnt die Kirche dadurch an Macht. Die Grundlage für den Investiturstreit zwischen Kaiser und Papst ist damit gelegt. Die Ernennung zum Bischof bezeichnet man als Investitur. Der spektakulärste Zwischenfall im Machtkampf zwischen König und Papst ist sicherlich der Gang nach Canossa 1077. Papst Gregor VII. Schließt König Heinrich IV. Aus der Kirche aus. Der König unterwirft sich als Büßer dem Papst in Canossa, der damit gezwungen ist, den König wieder in die Kirche aufzunehmen.
Der König erhebt schließlich einen Gegenpapst und entmachtet so den Papst. 1022 kommt es zu einem Kompromiss, den man später als Wormser Konkordat bezeichnen wird. Der Investiturstreit verdeutlicht, wie wichtig die Fürsten im Reich sind. Die adligen und kirchlichen Fürsten wählen den König. Der König vergibt Gebiete, sogenannte Lehen. Die Fürsten vergeben ihrerseits ihren Untergebenen, sogenannten Vasallen, Lehen. Die Vasallen erhalten Schutz und Güter, die Herren Gefolgsleute und Abgaben. Ganz unten in der Pyramide befinden sich die Bauern, deren Arbeit die Grundlage für den Wohlstand schafft. Dieses Herrschaftssystem bezeichnet man als Lehenswesen oder lateinisch Feudalismus. Im Römischen Reich Deutscher Nation sind die Fürsten im Gegensatz zu Frankreich sehr mächtig. Die mittelalterlichen Lehensgebiete sind Vorgänger der heutigen Bundesländer. Ein Beispiel für fürstliche Macht ist Heinrich der Löwe, der 1158 München gründet und Kaiser Friedrich I. Barbarossa seine Hilfe im Krieg gegen die Italiener verweigert. Durch den Sieg der Italiener gegen Friedrich Barbarossa bildet sich ein italienisches Nationalgefühl. Die italienischen Städte, die gegen Friedrich Barbarossa siegen, werden im Mittelalter mächtig. Das gilt für viele Städte. Überall steigt die Bedeutung römischer Städte wie Köln, Augsburg oder Regensburg. Neue Städte wie Ulm werden gegründet und gewinnen rasch an Bedeutung. Die Könige reisen im Mittelalter durchs Reich und kommen in Regierungssitzen, sogenannten Pfalzen, unter. Bauern können durch die Flucht in die Stadt frei werden und erleben so einen höheren Wohlstand. Die Städte erleben im Mittelalter einen starken Zulauf. Verschiedene Berufsgruppen entstehen und bilden Interessensgruppen, die Zünfte. Die Städte halten Märkte ab, wo Waren gehandelt werden. Häufig passiert das während den heiligen Messen der Kirche. Das Wort Messe wird bis heute für Warenausstellungen verwendet und kommt aus dieser Zeit. Durch die Märkte werden viele Städte reich. Es gelingt vielen Städten, den freien Reichsstädten, sich von ihren Fürstentümern zu befreien und unterstehen so nur noch dem Kaiser. Das nennt man reichsunmittelbar. Dadurch erhalten die reichen Handelsfamilien, die Zünfte oder alle Bürger einer Stadt ein Selbstbestimmungsrecht. Die bedeutenden Städte schließen sich in Bündnissen zusammen. Die Hanse, der Rheinbund oder der Schwäbische Bund entstehen. Beispiele sind Regensburg, Ulm oder Reutlingen, wie in den verlinkten Videos beschrieben. (693) fällt Jerusalem an die Muslime. Im 11. Jahrhundert ruft der byzantinische Kaiser den Papst um Hilfe an, nachdem die Muslime christlichen Pilgern den Zugang zur sogenannten Heiligen Stadt verwehren. Der Papst ruft dazu auf, das Heilige Land in Kreuzzügen zurückzuerobern. Zwischen 1095 und dem 13. Jahrhundert erreichen 7 Kreuzzüge viel Leid und schlussendlich verlieren die christlichen Kreuzfahrer ihre Gebiete vollständig. Allerdings bringen die Kreuzfahrer Wissen und Kultur aus dem Orient mit nach Europa. Die gotischen Spitzbogenfenster, wie hier am Basler Münster, sind ein Beispiel dafür. 1346 erreicht die Pest Europa. Der Erreger, den Murmeltiere aus der mongolischen Steppe bis heute in sich tragen, wird über Flöhe auf Ratten und Menschen übertragen. Von Asien aus wird der Erreger über die Handelsrouten eingeschleppt. Zwischen 30 und 50% der europäischen Bevölkerung fällt der Krankheit zum Opfer. Die Juden, die aufgrund ihrer Hygiene deutlich weniger von der Krankheit betroffen sind, werden zum Ziel von Hass und Verfolgung. Eine frühe Wurzel des Antisemitismus in Europa. Der Antisemitismus wird außerdem befeuert, weil Christen Zinsgeschäfte verboten sind. Laut mittelalterlicher Kirche gehört die Zeit nur Gott und daher dürfen Christen keine Zinsen verlangen. Die Juden springen hier ein. Sollte dem Zinsverleiher jedoch etwas geschehen, dann sind die Zinsen schneller und leichter getilgt. Diese Problematik befeuert den Antisemitismus schon vor der Pest. Außerdem liegen jüdische Viertel teils mitten in der Stadt und sind gutes Bauland, wenn man sie abbrennt. Der brüchige Schutz durch die Herrschenden, die teils die wirtschaftliche Bedeutung der Zinsverleiher erkennen, bricht bei der Pest praktisch komplett zusammen. Die Pest bringt jedoch auch Neues zutage. Durch Erbe und eine Verknappung der Arbeitskräfte steigt der Wert der Arbeit enorm. Ein Bauer, der schlecht behandelt wird,
findet schnell einen besseren Herren. Aber nicht nur hier gibt es Fortschritt. Kaiser Karl IV. Gründet in Prag die erste deutsche Universität. 1356 erlässt er in Nürnberg die Goldene Bulle, die praktisch Grundrecht im Römischen Reich deutscher Nation ist. Hier wird die Königswahl durch die Kurfürsten im Reich festgelegt. Antike Schriften werden wiederentdeckt. Ein Zeitalter beginnt, das spätere Generationen als Renaissance bezeichnen werden. Den nächsten Teil der deutschen Geschichte, Deutschland, Renaissance und Reformation, folgt bald. Ihr findet das Video, wenn schon produziert, im Link rechts oder in der Videobeschreibung.